Amen. We've begun looking at the concept of dispensationalism. We're looking at the word itself, das Wort selber betrachtet, dispensation and what it das means. Wort Dispensation, was es bedeutet. We had a brief review of a number of Spirit Prophecy quotes that deal with the word Wir haben uns itself, mehrere dispensation. Zitate angeschaut über das Wort Then we Dispensation. looked at 5 Spirit Prophecy quotes that connected the word dispensation with the word age. Das Wort Dispensation mit dem Wort How Zeitalter verbunden those words hat could be used und wie interchangeably, diese one with another. Wörter sozusagen And then we looked auswechselbar at sind. Great Controversy, Dann page sind wir zum 343, großen Kampf, Seite paragraphs 1 343 and 2, gegangen, particularly Paragraph paragraph 1 1, und 2 im Englischen, where the wo word das age Wort is used, and Zeitalter it's benutzt used wird in the specific und es wird im context speziellen of Kontext repeating histories, benutzt, not indem just sich the Geschichten singular wiederholen. model Also of nicht nur the singular Old Testament to the in New, Bezug auf but it das says Alte Testament und das from, Neue Testament, sondern we'll read the wir werden paragraph, nochmal den Paragraphen lesen. the word of God, Das Wort Gottes, work of God die in Arbeit the Gottes earth presents in from der age to age a Erde striking similarity in repräsentiert von every Zeitalter great zu Reformation Zeitalter or religious movement. So every single eine starke religious Ähnlichkeit in jeder großen movement Reformation oder or religiösen Bewegung. reformation that's Also ever jede occurred religiöse Bewegung oder has this Reformation repeating hat theme. dieses So it's not just the wiederholende old Muster and the oder new. wiederholende It's any reformation Thema. that you can Das think heißt, of. es ist nicht So einfach if you nur go alt to und the Old neu, sondern es ist Testament, irgendeine you know that Reformation, there are über die many man stories about denken kann. Im Alten Testament gibt es reformatory viele movements that Geschichten, occur. die Gideon, eine Reformbewegung sind. Zum Beispiel Gideon, Josiah, Hiskia, Hezekiah, Esther, Esther. We could und wir go könnten da noch weitermachen. on and on. All of All those diese stories Geschichten are sind all Erfahrungen, experiences where wo God's Gottes church goes through a Gemeinde durch eine reformation, Reformation which hindurchgeht, she says is a religious wo sie movement. sagt, dass es auch eine So religiöse she's going to Bewegung expand it ist. just from Sie tut das jetzt the old and the erweitern, new to und zwar every nicht single nur time vom you see Alten some bis zum Neuen, sondern reformation. sie It's a religious sagt jetzt hier, dass movement, jede Reformation, and welches as eine you religiöse review Bewegung each ist, one, dass they man have das sieht. striking Wenn man sie similarities. betrachtet, dann sieht So man that's the point diese that we want to pick up große here. Ähnlichkeit zwischen And diesen. what we've seen Und is was wir the word gesehen haben, age to age wenn wir das is Wort used here, the von phrase. Zeitalter zu And I want to Zeitalter gesehen substitute haben, was hier in dem the Satz word benutzt age wird. to age Und ich with habe gesagt, from dass dispensation man das to auswechseln kann mit dem Wort dispensation. von Now, Dispensation I zu don't believe that's a Dispensation. stretch. Ich denke It's nicht, dass das hier sehr following clearly defined sich rules aus that dem Adventists would use. Fenster lehnen You go ist, sondern ich from denke, dass es one die text or Regeln, one passage, you connect es it to dem Regeln another, gemäß and ist, therefore you die can Adventisten go benutzen to würden. the usage Wir where haben it hier das has Wort the second Dispensation word und and dann sehen wir, substitute dass wir for the original Dispensation word auch that you started Zeitalter off with. It's a mathematical sein kann. principle. We're all Und somit familiar können with wir, it. wenn wir das Wort Zeitalter sehen, We saw auch that we das Wort could do Dispensation that, einfügen. especially Wir when we haben came to gesehen, this dass wir das passage tun here, where it können, speaks about vor the allem gospel dispensation in two in der parts. Passage, wo wir hier das Its gesehen haben, introduction dass das and Evangelium what she in would call zwei this age or the present Teilen time kommt, period. Einführung und dann I sein want us to Ende. see it as the Alpha Alpha und das and Omega. Omega. So kann man das You can betrachten. see it that way. She speaks Und sie about the spricht present über tense die when Gegenwart, she's speaking to während the sie zu people. dem Volk I think spricht. the passage is Ich denke, around the late 1800s Dieses into the Zitat early wurde am 1900s. It späten might be 1900 1899, geschrieben, 1902. It's in that 1899, time period 1902. where they're supposed to be doing the Da work, in and the dieser way Zeit they sollen want sie to eine Arbeit prosecute the tun work of evangelism und or the giving of the gospel to the world is in the same way that und Solomon die did Art it, und Weise, wie in sie this da das bad, Evangelium geben worldly möchten way. an die Welt, We ist can't in do dieser it unless schlechten we Art have und lots of Weise, resources, wie lots of money. der There's a fear that they wie don't have Salomon das the gemacht capacity hatte, or the capability nämlich, for doing this dass work sie because they don't have the die resources. Angst She haben, dass sie nicht die says Ressourcen haben, die the gospel Möglichkeit, started off wir können das in this Evangelium nicht poor, weitergeben, weak, es sei denn, wir haben diese fashion with very few Ressourcen. resources, which she Und compares the work of Christ Ellen White and the work sagt of hier, Solomon, dass and that's how she says that work dass will aber be wie finished, das and they shouldn't fear for doing the Evangelium work because it's angefangen not wurde done in in the way einer, that they wo sie alles would sehr arm expect it war. to be done. Sie sagt in der gleichen Art und All I Weise wanted to wird auch pick up das from that Werk zu Ende passage gebracht. was not that Alles, point, was ich von but the dieser point Passage that in the aufnehmen gospel wollte, war nicht dispensation, unbedingt das, she sondern says that dass there's in an dieser age, Evangeliumszeit, and this word in age diesem can be substituted for Evangelium dispensation. Dispensation, So within the gibt gospel es dispensation, dieses there are varying Zeitalter, in dieses dispensations. Zeitalter. Das heißt, wir And sehen then we in saw it diesem from Great Controversy Dispensation des 343, Evangeliums
sind mehrere paragraph 1, where she uses the word age to Und dann sehen wir age, zum großen can be Cup seine considered Seite 343 gegangen. So the Und idea wir of sehen dort, dass sie dispensation von is not Zeitalter just zu big Zeitalter, time periods, it can be Dispensation broken zu down into smaller time Dispensation geht. periods. Wir sehen hier, dass Dispensation We saw that. in kleinere The reason why this becomes significant aufgebrochen werden is kann. because the Und der Grund, people warum das wichtig who are going to ist, be managing these religious movements are being led by God. diese Paragraph 2. Paragraph There's 2, no truth that's da more gibt es clearly keine taught Wahrheit, die in inspiration mehr deutlich that in der God, Bibel through the Holy erklärt Spirit, ist, directs dass human Gott beings durch here den on Heiligen earth. Geist It calls it, Menschen auf in her words, dieser His Welt servants on leitet, earth. seine Diener auf In dieser these Welt great leitet. movements for carrying Und forward the work of diesen Bewegungen salvation. leiten sie das So there are Werk, these indem great sie das movements that are going to Werk carry der the work of Erlösung salvation vorantreiben. forward. It's done by human agents Es wird also durch at dieses Werk, the direction diese of the Erlösung Holy Spirit and voranzutreiben, at the behest of das God. Erlösungswerk, So wird durch all I just did was menschliche Agenten took God, durchgeführt which is the und beginning, Gott and took leitet sie humans as durch the den Heiligen end, Geist. and saw that God was leading human beings. God is the original, Gott ist das and Original human beings und die are His Menschen sind substitute. sein Ersatz sozusagen. We sometimes call them Wir könnten ambassadors. sie auch So Botschafter I've chosen nennen. to use the word proxy Ich because habe it's a das word Wort that benutzt, come up in our Stellvertreter, vernacular. weil das kommt so in unserem Wortschatz I eigentlich think it's auf. been here for some time, but perhaps people haven't really understood what proxy means Es when we ist talk bereits about schon seit proxy einiger wars. Zeit da, aber So I vielleicht put the haben word Leute substitute. It's a nicht alle substitute war. wissen das, We was da could steht, think of it deswegen habe ich in the hier auch context Ersatz that this is in hingeschrieben. heaven Wir könnten das auch so and this beschreiben, dass here das hier der Himmel ist is on und dann earth. das hier wäre dann auf der Erde. If you were to go to Revelation zum chapter Offenbarung 12 and we were to gehen. read Wir that, könnten das you would lesen. know that it says that was Sieht man, war in da sieht man, heaven. dass es da Krieg im Himmel gab. Satan, that great red Satan, dragon, der is cast große out, rote and with Drache, him wird a third of the herausgeschmissen stars are und cast mit ihm down ein also. Teil, And when der they're dritte Teil cast der out, where do Sterne. they come? Und wenn sie They come herausgeschmissen, here wo on earth. kommen sie dann hin? Hier zu der So Erde. you have this warfare Also in man hat hier heaven, diesen Kampf and the im warfare Himmel gets moved from und vom heaven Himmel down to geht earth. es dann auf die Erde über. Also es geht auf die Erde The über. great controversy is now occurring Und der here on große earth. Kampf befindet sich So nun hopefully hier we auf dieser can Welt. see Ich that. hoffe, dass wir das sehen können. Just want to make Ich an möchte hier observation. mit euch eine It's not germane Beobachtung to what we're teilen. dealing with. Es geht jetzt nicht um das, über was wir One of the eigentlich biggest sprechen wollen. Eine der größten, misconceptions people have, Adventists, in eine der größten Missverständnisse studying oder Bible Falschvorstellungen, prophecy, when you go to die the der books of Daniel and Adventisten haben, wenn Revelation, sie zu the place die Bibel that everyone is studieren, going to vor allem begin Daniel their und journey Offenbarung, is here in Daniel ist, dass chapter 2. jeder seine Reise hier in That's where Daniel everybody Kapitel begins 2 their journey in their anfängt. prophetic Das ist, wo jeder sein studies. Try and prophetisches understand what Daniel 2 Studium is teaching. And one of anfängt. the biggest mistakes people make Sie versuchen zu lernen, was is Daniel 2 ist. towards the end of the Und chapter, am Ende, how eine this der statue is going to be größten, dealt with, how it's going to be größten destroyed. der Fehler And because ist das Ende. Wie wird diese Statue zerstört? Adventists, Und by and weil large, die Adventisten zum größten do Teil not study nicht richtig correctly, studieren, what they was sie do dann is tun, they take the dass sie concept das of parables, Konzept der Gleichnisse nehmen. and if Also parables wenn were this Gleichnisse big, so groß werden, what they do is was they sie take a nehmen, very narrow ist sie, perspective of dass sie eine parables. sehr So kleine the first Perspektive problem von is they den take a very Gleichnissen, narrow perspective, sehr enge and they say Perspektive parables von are den only this Gleichnissen big. nehmen und sagen, das Gleiche ist Not nur so this groß big. und nicht so That's the groß. first Das problem ist das that erste Adventists generally Problem, do. was die And the second Adventisten problem that they normal haben. have Und das is zweite that Problem they ist, limit dass sie parables. die Gleichnisse So I'll just say 1/10. auf eine gewisse Anzahl Random number. They only take the limitieren. concept of Hier zum Beispiel parables jetzt ein and they Zehntel. take a very Sie narrow nehmen also definition of what ein parables Gleichnis are. und There's dann much more tun to sie, parables than most also da gibt es Adventists viel mehr are die willing to accept. So Gleichnisse, that's the first wo es da problem. Sagen gibt, It's als sie the eigentlich akzeptieren. quantitative Das Problem issue of ist it, how hier, big parables are, ist, how much of it can it be dealing with. And the ist, dass second nicht die one is Größe der Gleichnisse they gesehen wird, wie believe that viel man mit ihnen umgehen parables kann. only Sie deal glauben, with dass die morality. Gleichnisse eigentlich nur That's the confines die of parables. Moral And the reason that they handeln. think Der that Grund is ist, because warum sie das glauben, most of the way that most of the ist, weil parables, die if not all of meisten them, that are given Gleichnisse, in die the New im Neuen Testament, Testament four gegeben Gospels, wurden,
are invariably given at a auf einer moralistic moralischen level Ebene wurden sie about gegeben. good behavior. Also sich gut zu benehmen. And people are unwilling to see that there's a prophetic side to sind nicht willig zu sehen, those dass same es da stories. eine So the story of the prophetische Good Samaritan. Seite zu diesen Gleichnissen gibt. You Zum have Beispiel someone der who's gute injured. You Samariter. have people Man who are hat going to ignore jemanden, this person, who are going to behave in verwundet a ist. bad way. Und da gibt es They're more Leute, interested die in ihn their job ignorieren und sie sind mehr than they are in interessiert the an person who they're in supposed to be ihrem Job, serving. als Then you're going to get this dieser third Person zu person who's dienen. going to go and help Und dann hat man diese dritte this Person, die injured hilft dann individual. diesem So it's Individuellen, all about der morality. How do we verletzt treat ist. people? Also es geht hier um die So Moral. we're unwilling to tun take wir a parable such as that and turn it into a prophetic story. Und Menschen sind unwillig, I'm solche hoping that Gleichnisse sind nicht willig, solche we in Gleichnisse this zu nehmen und movement sie don't dann in fall into eine that prophetische trap. Geschichte Even though we may not be umzuwandeln. skilled In dieser in Bewegung the fallen wir usage nicht of in diese parables, Falle rein, auch wenn wir hopefully vielleicht we nicht could see vertraut the sind, following. wie Gleichnisse There's a funktionieren. man that's injured. Aber vielleicht, ich hoffe, dass wir das So Folgende if sehen this was können. the story of the Good Das heißt, wenn Samaritan, wir hier die Geschichte des guten you have an injured Samariters man, sehen and the können. first person that comes across this person is the Und die priest. erste Person, die Second person who comes across this person ihn is the sieht, ist ein Levite. Priester. Der And as soon as you zweite do ist ein that, you know where this story is headed, don't you? Levit. Und Because we've sobald been man das taught this tut, over and over weiß man again schon, wo now. man hinkommt. Priests, Denn wir haben das immer Levites, wieder gelernt bekommen. and Priester, Nethinims. But in Leviten, the story, Tempelsdiener. it's not a Aber in der Nethinim that comes Geschichte sind across es nicht this person, it's die a Samaritan. Tempelsdiener, die kommen, sondern ein So Samariter. it's really easy to Also es ist see sehr einfach zu once someone sehen, begins to show you the dynamics wenn jemand of how die parables work, that you can wenn turn jemand a parable that's given die Dynamik with zeigt, a wie Gleichnisse moralistic funktionieren, perspective and dass wir see sehen, that it dass has encoded Gleichnisse within it prophecy. da ein Code für die Prophetie in The way Gleichnissen I drin steht, dann sieht explain man das. this is that you really don't need the Die Art Bible und Weise, to understand morality. wie ich es erkläre, ist, Everybody can understand dass man nicht morality. wirklich die Bibel You braucht, can um get die Moral zu verstehen. Jeder kann die Moral a verstehen. children's nursery rhyme, Nimmt man mal ein a children's fable Kinderlied story, oder eine a fairy tale Fabel oder story, eine and Märchen all of oder those so. All stories diese invariably Geschichten have haben a moral irgendwie eine lesson moralische to them. Botschaft. So, if you think of that young woman who ventures into someone's home, wenn man über and it's the diese home junge of a bear, and there are 3 bowls of porridge there, and she's going to Wenn man go jetzt for one of them. nachdenkt, dass All of diese that, when junge you start Frau thinking about it, in has dieses Haus moral geht und da ist dieser undertones Bär to und it. da gibt diese 3 So you can learn morality Schüsselchen mit Almost any story, Haferbrei. all of what All diese Walt Geschichten, Disney are going to wenn wir teach us, darüber nachdenken, most haben sie movies, irgendwie einen all of moralischen them really Unterton. about morality, how we deal with one another. Also es We all kommt immer used to in diesen watch, if you Geschichten, came from the world, soaps. wenn ihr von der All Welt of kam, those are dealing with how you dann hat man interact with your vielleicht neighbours, auch how you treat your children or your so spouse. All moral stories, that's why we're Seifenblasen-Operas fixated and geschaut interested in them. und es geht immer darum, wie man So you don't need the miteinander Bible umgeht, wie die Nachbarn to miteinander teach you morality. umgehen. I would Also argue ich denke, man braucht nicht die Bibel, um die that you don't Moral need zu the Bible lernen. to teach you that Ich it's glaube, wrong to steal. Man braucht nicht die Bibel, um In zu fact, that's one of the primary lehren, dass es arguments falsch that ist zu stehlen, atheists use against sondern ich glaube, people of religion, people of das faith, ist, that they die don't need Atheisten, religion to teach them that it's wrong einer der to primären steal. Argumenten Everybody can von der work it Atheisten out. ist, glaube ich, dass sie You know, the sagen, golden rule is jeder not weiß, dass some man nicht stehlen exclusive soll. principle Dafür that braucht man die Bibel Christians nicht. own. Everybody understands Jeder that. versteht Do das. unto others as you would have them do unto you. Zu It's anderen, easy so to wie du understand how behandelt that werden works. willst. Es ist einfach, dies zu verstehen. Many religions Viele teach those same Religionen tun principles. diese gleichen You can Prinzipien read them in many lehren. of their religious Man books. kann sie viel in You can read deren it in religiösen Büchern atheistic genauso books. finden. Auch in As I said, atheistischen all Büchern kann children's man stories sie. have these moral Wie ich lessons. gesagt So habe, you alle don't need the Bible to teach morality. Kindergeschichten Everybody haben auch can understand that. diese moralischen So, Lektionen. Man braucht die Bibel eigentlich nicht you dazu, know that the Moral zu Bible, lernen. Anna and Wir White, wissen, dass die speaks Bibel about und hidden White treasure. über In fact, there's a parable about hidden treasure that verborgene Christ Schätze even redet. speaks about. Und And what I da would ist ein suggest Gleichnis sogar darüber, worüber Christus spricht. Was ich is when you vorschlagen take a möchte, parable ist, such as the Good dass wenn man ein Samaritan Gleichnis and you nimmt, turn so it wie into a prophetic subject, der gute Samariter und dann es prophetisch what you're actually in doing is Prophetie umwandeln finding möchte, the hidden ist, treasure. dass man da eigentlich den verborgenen Schatz findet.
So I'm Ich saying sage, der hidden verborgene treasure Schatz ist is die understanding inspiration at a prophetic level. in einer prophetischen Art und Weise zu verstehen oder And auf when einer you prophetischen can grasp that Ebene. concept, Und wenn man dieses what you Konzept can see betrachtet, is was that man the dann sehen whole of kann, ist, dass die inspiration ganze is Inspiration nothing nichts more mehr than ist a als prophetic eine story. prophetische Every Geschichte. single page, Jede every single passage, einzelne Seite, every jede single verse. Passage, It's jeder all a Vers, prophetic es ist alles story eine to prophetische teach us Geschichte, something. die uns etwas And lernen for muss. most Und für die people, meisten it's hidden to them. Menschen ist es, In fact, it's hidden to many für Christians. die It meisten shouldn't Menschen be, ist es because that's why verborgen. we're supposed to study the Bible, to dig out and sollte, understand these hidden treasures. Some are für die buried Christen just below sollte the es surface, nicht some are verborgen buried sein, aber deep below. wir sollen It ja takes a die lot of effort, Bibel painstaking studieren. effort to Und dig diese out these truths. verborgenen So when we talk Schätze about sind digging manche an der up Oberfläche, truth manche sind weiter or hidden in treasure, der Erde verborgen, Ellen White manche speaks a lot noch about weiter this. tief I want to verborgen. suggest Wenn that it's Ellen not White also jetzt morality. über diesen verborgenen There's not Schatz some spricht, deeper dann würde level of ich morality vorschlagen, dass es that da a kein Christian tieferes can take Verständnis von der ownership of, because they Moral read findet, wo der this Christ book das jetzt annehmen, ein compared Christ das jetzt to someone annehmen of könnte, another faith or someone of no faith. wo das dann jemand And it's anderen this bezeugen confusion that kann, we der einen have anderen Glauben hat. that Und es ist for many diese people becomes, Verwirrung, some die wir haben, unanswerable questions like the following. I know my next door neighbor diese who's an Verwirrung atheist and they're just as dass good, wir if Fragen not nicht better, beantworten können, wie die than the people folgende. that I mix Mein with at church. Nachbar, You der may have Atheist given that ist argument. nicht besser, If you haven't, I'm sure ist you've genauso heard gut the wie die argument. Leute, die ich in der Kirche And it oder becomes in der unanswerable Gemeinde that you actually antreffe. begin to Das ist see ein that Argument. worldly people, who we would call Wir könnten Gentiles, are sagen, good. dass so sehen wir Not only as eigentlich, good dass as us, but weltliche in some Menschen, cases better than us. Heiden, And if they're better than so gut us, sind wir und what are manchmal we sogar doing besser. Und was, wenn sie teaching them? besser Because we've got sind nothing to wie wir, teach them. warum In fact, you've lehren probably wir heard sie? Denn wir arguments haben that we could ihnen learn nichts zu lessons from them. They lehren. could teach us Sie könnten a thing or eigentlich two uns ein, zwei about Dinge how to beibringen, behave. wie wir uns benehmen müssten. So everyone can understand Jeder morality. kann You die don't need the Moral scriptures to verstehen, do man braucht that. nicht die Schrift, um das zu tun. Some people find that an offensive Manche statement to make. I'm not sure why, manche because it's denken, dass es sehr it's so clear to see. In fact, if you're relatively new to Adventism, manche and denken, you still es ist sehr have these kind of thoughts and ideas anstoßende fresh in Aussage your und ich weiß mind, nicht wieso. Wenn man gerade neu in you'll say something Adventismus along this reingekommen line. ist I've met so many und es people ist who alles say noch this, neu that I für know dich, it's fairly dann common. tun die Leute That oft you Folgendes came into the sagen. church and you say, Ich bin in I die came into Gemeinde the church gekommen because I thought this was a better place, und that ich these people sage, were nicer. ich habe gedacht, dass And they'll say hier die something like, Menschen I came besser into sind. this. Ich habe gedacht, dass dieser I've heard it so many Ort times, ja I think besser I may ist have und even dann kam ich expressed it zu a few dem times. hier. But it's a common complaint. Ich habe das That mehrmals in gehört, many dass ways Leute Adventists are oft worse. They misbehave in ways that dass the sie world sich oft don't so beschweren, dass es so in der behave. Gemeinde aussieht. So I want to say Und, that hidden treasure ja. is a prophetic Also ich understanding of sage, inspiration. dass der Period. verborgene That's Schatz what ein I think prophetisches that definition of hidden treasure Verständnis is. der Inspiration Because it's ist. hidden Ich from denke, das the ist die general Definition populace. davon, denn es ist verborgen von der People are walking up and down fields generellen all the Leuten. time. Die Menschen but they're laufen not immer finding those die treasures. Felder ab Not und finding those auf, aber treasures sie because they finden don't diese Schätze care nicht, to look. weil sie sich nicht dafür The person who interessieren, looks, dass who sie finds this sie treasure, danach suchen. is someone Die Person, who die danach is studying and sucht, investigating the findet den scriptures. Schatz und And der as I said already, studiert I und want to repeat untersucht die again because I think it's an Schriften. important point Und ich sage es to nochmal, denn ich denke, understand, es ist wichtig, das zu verstehen, is that the digging dass dieses in inspiration does not make you Schaufeln more oder righteous. dieses You don't have a deeper understanding of what stealing is wenn compared man to your neighbor. in der Inspiration Everyone mehr can work grabt, out what stealing dann hat man is. kein Whether it's tieferes stealing Verständnis a von, pencil, was es stealing bedeutet zu time, stehlen, or putting your full 8 hours at working, als, but only working als dein Nachbar es verleiht at hat. half the effort that you should have been working at. All of those are stealing. Everyone can work that out. Jeder kann It doesn't das take verstehen. Es Christianity to braucht teach you nicht die that. Christenheit, So, diese Dinge zu hidden treasure lernen. is Der studying verborgene prophecy. Schatz So ist I just gave a simple example, the story of Prophetie the zu Good studieren. Samaritan. Ich habe gerade das The way Beispiel it's gegeben über portrayed den in the guten Gospels Samariter. as though it's Die a Art und moral story Weise, of how to treat people better. wie es in den The way Ellen White's going to Evangelium comment on this beschrieben wurde, parable, ist, dass not es only Christ moralische lesson, but in other Geschichte places, ist. it's Und all on Ellen a White moralistic kommentiert level. da auch She's not going to weitgehend tell in you einer that at the moralischen end of the Art world und there are going to Weise be three drauf. groups of people Sie who are going to sagt help dir nicht, a dass am broken Ende der church Welt es who's been drei Gruppen von Leuten gibt, die abandoned and helfen, eine gebrochene Gemeinde robbed wieder zu by these wicked bessern. people. And who robs
that wicked man? Wer tut Who are the denn, robbers of God's people? wer tut dies, Rome. wer tut denn When you get diesen Mann ausrauben? Es ist Rom. into the Also jetzt im Gleichnis. thought process of Wenn man understanding these things jetzt, at prophetic level, it's not darüber difficult nachdenkt, to make the und wenn man connection, jetzt to work out the anfängt, symbology. dass man Just jetzt go to prophetisch Daniel über diese chapter Gleichnisse 11, you see who nachdenkt, the ist robbers es or the eigentlich nicht breakers schwer. of God's people Geh are, einfach zu and Daniel it's Rome. Kapitel 11 und schau, wer der Räuber von Go to this Gottes Volk story, ist. the Und people wir who are going sehen, to rob das this ist person are Rom. Rome, people who are going to Jetzt fix the geht man zu problem, der Geschichte and und these sieht three dann, people okay, sind, who are in the story, the priest and the Levite aren't dass going to do their der job, and it's Rom the diese Samaritan that's Person going to do ausgehoben that. hat und wir haben You've 3 heard this Leute, story die before if you've watched mehr oder previous weniger dann presentations, but it's well vorbeikamen worth und wir sehen, going dass over nicht it die Priester und die again. Leviten And I'm das only going over Problem this in a really casual lösen, fashion sondern die because we all know the Samariter. answers. Oft What's gehen he wir über going to do die when he meets this Geschichten man? sehr Besides putting him on his donkey, oberflächlich darüber and, hinweg, we don't weil even wir talk alle about sie what the schon symbology of a kennen. donkey is when we Was do this macht denn der study. Mann hier, der There's many thoughts that Samariter, we wenn could bring diesen up. Mann trifft, außer dass But ihn auf seinen before he Esel does that, setzt? he heals him Bevor with oil and wine, tut ihn mit and Öl then und this man is naked, so what does he do? Wein heilen Takes his und er garments and nimmt puts them sein onto this Gewand person, and und what tut is es über a die garment Person or clothing drüber, the symbol denn of? er We all ist know that denn, Revelation chapter er 19, ist nackt. verses 7 and 8, Offenbarung 19 the symbol of Kapitel clothing, or you can 7 go to Revelation oder chapter Offenbarung 3, 3 verse 14 and was ist denn onward, dieses Gewand? poor, blind and naked. We know arm, if you want to go blind to und nakedness, you go all the way to the story of Wenn Genesis wir über chapter 3. Nacktheit sprechen, dann müssen wir die Nakedness ganze is Weg hin losing zurückgehen zur your 1. Mose clothing. 3. If you go right back to the Wenn man story, that nackt clothing ist, dann was light, tut man seine which is a symbol Kleidung of verlieren, righteousness. welches Whether you go to the book of Genesis, you deine book of Kleidung war, die Revelation. nicht war, So when this welches ein person Symbol von der puts his Gerechtigkeit ist, clothing wenn man upon das this in der damaged person, Offenbarung this is a da story schaut. about Das heißt, die healing Person someone hier tut with die right Kleidung behavior or righteousness, hier auf die righteousness andere that the Person, world can teach welches Heilung this ist, damaged, welches broken ist dieses person. And who's that damaged, broken Gerechtigkeit geben. person? Und wer ist diese gebrochene It's Person? God's church. Es ist This Gottes person Gemeinde. was a Jew Diese that had Person been hurt war and wounded. ein Jude, The story der clearly teaches verwundet that. wurde. Ellen White speaks about Ellen White that. spricht darüber, die This Bibel is spricht darüber. Adventism Das that's ist der been broken and Adventismus, destroyed. der Priests won't fix gebrochen it, und the zerstört Levite wurde. won't fix Die it. They're all on Priester und their die Leviten private werden agendas, es nicht takes the world's righteousness wieder to heile sort out machen. this Sie problem. haben alle ihre So you can see eigenen parables Agendas not only at a momentan moral oder level, Arbeit, die sie tun easy. müssen. We're Aber required dann to der see them at a Samariter macht prophetic es. level, and because we are not educated to do that, we refuse. Und weil Adventists wir generally refuse die to accept Adventisten this generell lehnen es ab, movement's message. And the die reason they Botschaft do dieser that Bewegung primarily abzulehnen. Und is warum because they tun sie das? won't Primär, weil accept sie two 2 things. Dinge nicht That annehmen. Einmal, parables dass are a lot bigger than Gleichnisse this very narrow größer sind als nur idea. diese And this very narrow eingeengte idea where Idee. I've got 1/10, Und wo what I ich mean by hier that ein is Zehntel geschrieben habe, was ich damit meine, natural and spiritual. ist nämlich das Verständnis von natürlich und geistlich. That's what Adventists understand parables to be. Das ist, was Purely and Adventisten simply. verstehen, was The Gleichnisse natural sind. teaches the Das ist spiritual. einfach nur das Natürliche und A das sheep Geistliche ist. and a human being, a shepherd Das and Schaf, der Christ. Mensch, Really der that Hirte, simplistic. Christi. Einfach ganz A einfach. coin, depending on what model you want to bring it to be, Eine would be a Münze human kommt being, auf das Modell an, or it would könnte be a ein truth or a doctrine. Mensch sein, eine That's the only Lehre way oder eine Adventists Wahrheit. normally understand Das ist, parables. wie die But that's a Adventisten very normal limited ein understanding Gleichnis verstehen, of aber das parable ist ein teaching. sehr It limitiertes becomes a Verständnis lot bigger wie subject. der That's one Gleichnislehre. problem. And the other problem Das people ist have ein is Problem. that Das they're andere only going to Problem look at these ist, things at a moral dass sie level. die Dinge They have nur a great auf einer difficulty moralischen in Ebene understanding betrachten. Sie haben things at a Schwierigkeiten, prophetic level. Dinge auf einer prophetischen Ebene zu betrachten. Those are the problems Die sind die Probleme, that people face die when die they're Menschen confronted haben, with this wenn message. And sie if you can mit persuade someone on these two dieser issues Botschaft to konfrontiert think werden. about parables on a broader level Und da and to gibt es see diese them zwei at a prophetic Thematiken, level, einmal, dass Gleichnisse you've won viel the größer argument sind basically. und The rest dass of it is really easy to man see. sie auf einer prophetischen Ebene betrachten muss. Das ist eigentlich ganz einfach zu Because sehen. once you can do Wenn man that, das dann tun kann, you can begin to dann see kann man that if anfangen it's zu more than sehen, just dass es natural da and mehr gibt als nur spiritual, das another natürlich way to Geistliche. understand a Eine parable, weitere Art und Weise, it's already ein been Gleichnis discussed zu by verstehen, Sister Tess, es wurde is bereits schon compare von Schwester Tess gesagt, ist nämlich, and dass man contrast. Dinge vergleicht und gegenüberstellt. When you start thinking Wenn about wir compare and über contrast, Vergleichen und the Gegenüberstellen technical word that nachdenken, most people use for das this technische Wort, is was man dafür juxtapositioning. benutzt, ist Juxtapositionierung. So when you Also compare wenn and man contrast, vergleicht und gegenüberstellt, you dann can kann compare man and contrast
zwei natürliche Dinge oder Ideen vergleichen, gegenüberstellen. Eine Ziege, ein Schaf. A sheep, a goat and a sheep. Ein Schaf, Easy eine to do. Ziege und ein Now, Schaf. is a goat and Es a ist sehr sheep einfach. a natural and a spiritual phenomenon? It's not. Schafe und It's natural Ziege sind sie geistlich. Nein, es ist and natürlich, most people are not going to be willing to Und see die meisten Menschen sind nicht that willig would zu be a sehen, dass dies parable ein or a form of Gleichnis sein parable würde, eine because Form they're des so Gleichnisses. Denn sie sind so trainiert, educated to dass understand sie es it only at this verstehen, level. dass sie es nur auf dieser Ebene So you could verstehen. go from Also spiritual man könnte von to geistlich spiritual. zu geistlich sehen. You could do that. Man könnte das tun. You could go. Man könnte auch, If we were to use the term King of the North, wir könnten ja auch jetzt das Wort König des Nordens benutzen, nicht in seiner buchstäblichen Form, sondern in seiner geistlichen Form. who would the King of the North Wer be? würde denn der König des Nordens sein? So we'll put Jesus. Wir markieren hier jetzt Jesus. Could have said Wir God. könnten auch Gott sagen. So if it's Jesus, who would we Wenn compare Jesus es to? Jesus ist, mit wem vergleichen wir Satan. Jesus? Satan. Both of them Beide are vying or competing Beide for the title of King of the streiten North. sich oder This is kämpfen, spiritual to spiritual. We can compare the wetteifern differences. den Titel We can des König des contrast them Nordens. to see what's similar Geistlich können wir and what's different between them. Dinge können wir die beiden This is vergleichen not the und only way die to understand parables gegenüberstellen und besides die natural to verschiedenen spiritual, die but it's an Unterschiede important herausnehmen. one. Ist nicht die When you einzigste start Art, wie man comparing them, Gleichnislehre the versteht, reason why aber this es ist becomes eine so wichtige. Der important Grund, for us to warum es so understand wichtig wird, dass wir das verstehen, is because it ist, allows you to weil es find uns hidden erlaubt, information. versteckte And this is where Informationen people zu finden. Und das begin to ist, become a bit wo, jittery and a bit nervous because they see this as adding Leute ein wenig or nervös taking werden, away from God's word. denn das sieht so, So, die denken, das sieht so aus, dass es ist, dass man von Gottes Volk This is chapter Gottes Wort 1, abnimmt, verse 1, wegnimmt oder and I've hinzufügt. got each one of Also ich habe these jetzt hier words. Kapitel 1, So Vers these are 1 the und dann words of gibt es chapter die 1, verse ganze, 1. dann habe ich die ganzen Wörter Is hier. that everything that's contained in inspiration in Ist this das context? alles, Most was people would say yes. They would alles, was say in- that all of this Die is meisten Leute würden sagen, 100%. dass all das 100%, Most Adventists would say die that. meisten And Adventisten the würden sagen, terminology dass that they would das use would be, hier alles thus 100% saith the Lord. von der Bibel from just that Inspiration ist. word, say Und it. sie sagen, You so said sagt der Herr. something, you said what you meant, and you meant what you said. If you wanted to add something else, what would you do? Wenn man etwas da hinzufügen will, was würde man tun? You'd say Man würde sagen, more, more, wouldn't you? If you mehr. wanted to add Wenn man something, etwas you'd say more. dazufügen will, So if I said, dann müsste man actually, mehr sagen. this is only wenn ich 50%, sagen würde, das sind eigentlich nur what would you ask yourself the 50%, question? welche Frage Where's the other würdest 50%? du dir dann stellen? Now you're Wo telling sind us, die anderen or telling 50%? you, I'm telling you, God's Now, only given us half the information. Sage ich euch, Gott hat which uns vielleicht sounds dangerous. nur die halbe Information gegeben, This welches is the problem gefährlich that we're confronted with when we start wenn dealing sich with parable das ist teaching jetzt, or when we start das just ist, was sich looking gefährlich at anhört. inspiration. It's not the only problem Das that ist, we're going mit to was deal wir with, but konfrontiert it's one of werden, the werden wir big problems. Gleichnislehre There's two big problems that we annehmen. have to deal with. Da gibt es One zwei of große them, Probleme, mit I'm going denen to wir call it, umgehen there's müssen. missing information Einmal ist in eins inspiration. ist die There's verborgene this oder verse, da ist and dieses it's not going to Vers give you und es gibt dir all the nicht alle information that you need. Informationen. Da gibt es diese versteckten Is it going to give you Informationen. 100% of the Gibt information? es dir 100% The answer is der yes. Informationen? Da sage ich ja. It will give you 100% Es of the wird dir information. 100% But if you start geben. looking for more Aber wenn information, man für will mehr it give you everything that you need to know? No. Wenn man für So mehr it's Informationen also going to schaut, give you 50% of the information. wird es dir alle So that's the Informationen first geben? Nein, stumbling also block es that people are wird going auch to dir nur have 50 issues geben. with. Das But ist this der erste verse Stolperschein, wo can give Leute you Probleme mit everything dir that you haben. need to know. Dieser Vers gibt dir If you're a alles, baby, was du if you're zu wissen immature, brauchst, if you're a wenn du ein beginner, all you Baby need to bist, know wenn du is ein there. Anfänger bist. When you start Alles, was du looking wissen for musst, ist da. more details, Aber wenn man it anfängt, für won't mehr all be Details there. zu schauen, dann wird es nicht alles And da we'll be so educated vorhanden sein. Wir sind so to erzogen, follow a particular dass wir methodology. And what methodology is that gewissen when you've only got Methode half the folgen, information in a verse? dass wir, was ist das für What would eine you do? Methode, wenn man nur die Proof text, die which halbe means for Information im most Text hat. Adventists, Man you go tut to another verse. Belegtexten, So also then I'm man going to nimmt go to another man geht verse. zu einem anderen This Vers, is chapter 10, verse 10 zum from Beispiel another book. Kapitel 10, Vers 10 And von einem anderen Buch. These are all the words in that. Und das sind die And ganzen Worte this in is diesem going Vers. to be the missing Und das sind jetzt die 50%.
So you get this one and this one, you add them together, you get 100% of the information. This is how we normally jetzt die 50 und nochmal die 50 kriegt man 100% zusammen. Und das ist, wie wir normal studieren. Normal, wie wir studieren. Aber das ist alles gut, das ist alles korrekt, aber es ist sehr einfach. Es ist übereinfach. Während man mehr studiert, wenn man dann realisiert, wenn man das alles nur ist, was wir haben, da findet man einfache prophetische Konzepte, die unter der Oberfläche sind, aber nicht die komplexen. Man braucht einen anderen Mechanismus, eine andere Art des Verständnisses, um die Wahrheiten zu bekommen, die noch tiefer liegen. Ich sage, dass das hier, diese Methode, die wir gerade Belegtexten genannt haben, ist eine andere Art und Weise, Gleichnisse zu sagen. Wir haben nämlich gerade eben gesagt, dass Gleichnisse sind, dass man miteinander vergleicht und gegenüberstellt, so wie wir es gerade mit diesem Vers gemacht haben. Das ist eine Form der Gleichnisse. Aber Gleichnisse tun auch auf einer anderen Ebene funktionieren. Auf einer Ebene, wo die meisten nicht mit komfortabel sind. Und zwar sagen sie, dass es hier 50% geben. Aber die anderen 50% werden nicht in einem anderen Vers gefunden, sondern selber in dem Vers, aber nicht mit den Versen. Was man tun muss, dass man das ganze Problem in einer anderen Weise betrachten muss. Und ich werde das erklären, indem ich Daniel 2 benutze. So let's just review. Lasst uns hier einfach das nochmal wiederholen. Two big problems. Zwei große Probleme. Review this one first. Wir betrachten das hier als erstes. Zwei Probleme. Das erste, wir haben eine sehr beschränkte Art und Weise, an Gleichnisse heranzugehen. Es ist nicht einfach nur natürlich geistlich, sondern, wenn ich das jetzt hier tue, natürlich und geistlich, compare and contrast. Habe hier Vergleichen und Gegenüberstellen. Es sind nicht nur die zwei einzigsten Art und Weisen, Gleichnisse zu betrachten. Das ist nur ein einfacher Überblick. Da gibt es noch mehrere. Wenn du nur mit dem umgehst, natürlich geistlich, dann bist du sehr limitiert. Das zweite Problem ist, dass die Adventisten die Gleichnisse nur betrachten, dass sie eine moralische Lehre geben. Aber wir gucken an Gleichnisse, dass sie uns eine prophetische Lehre geben. Und wenn man die Schrift auf einer tiefen Ebene verstehen möchte, dann bedeutet es nicht, was es bedeutet zu stehlen oder Ehe zu brechen in einer tieferen Ebene. Denn man könnte argumentieren, dass wenn man nur an einen Mann betrachtet und nach ihm gelüstet, dass das tiefere Verständnis ist von Ehebruch. Wenn Sie sagen, das ist ein tieferes Verständnis, dann sage ich, das ist nicht richtig. Das ist kein tieferes Verständnis. Und oft denken Menschen, dass das so ist, dass das dann ein tieferes Verständnis ist. Das ist ein tieferes moralisches Verständnis. Und ich sage, ich denke nicht, dass das korrekt ist. Ich sage, ein tieferes Verständnis der Inspiration ist, dass man die Inspiration in einer komplett anderen Art und Weise betrachtet. Nämlich nicht in einer moralischen, sondern in einer prophetischen. Bedeutet das, dass wir die Moral und die Prophetie trennen voneinander? Ich sage nein. Und da gibt es immer noch eine riesen Diskussion in dieser Bewegung, ob wir einen prophetischen oder moralischen Test haben. Prophetische Sünden, moralische Sünden. Und ich glaube, man kann nicht, der einzige Punkt, den ich hier machen wollte, ist, dass wenn man den verborgenen Schatz betrachtet, der verborgene Schatz ist, dass man die Gleichnisse prophetisch betrachtet. Die Geschichte über den guten Samariter heißt, die moralische Ebene ist, dein Job ist nicht so wichtig wie Menschen. Wir sollten uns auf die Menschen fokussieren, nicht auf Projekte. Als ich hier Priester und Leviten geschrieben habe,
wusste bereits schon jeder, wo das hingeht. Wir könnten Samariter und die Tempeldiener sehr einfach auswechseln. Wir haben das letzte Woche behandelt. Wer ist ein Samariter? Is it someone who's under the kingdom of Satan? Ist jemand, der unter dem Königreich Satans ist, oder ist es jemand vom Königreich Himmel? Because jemand vom Königreich vom Himmel. We'll use the framework of the end of the world. Wir benutzen das Rahmenwerk der Ende der Welt, wenn wir zur Offenbarung 18, Vers 4 gehen. Die Menschen, die aus der Welt herauskommen, werden Gottes Volk genannt. Sie kommen heraus aus Babylon, Satans Königreich, und sie sind Gottes Volk. Which makes them a relative dies macht es sie zu Verwandten zu den Priestern und Leviten. Sie sind also auf einer Ebene alles Gottes Volk. Und in der Geschichte der Samariter ist es sehr einfach zu sehen, weil wir sehen, dass die Samariter eigentlich Verwandte von den Juden waren. Denn sie kommen ja ursprünglich aus Samaria. Wir können das sehen. Und wir können die Samariter und die Tempeldiener hier platzieren. Wenn man das tut, dann ist es einfach zu sehen, dass das eine prophetische Geschichte ist. Wir haben darüber schon gesprochen. Dann kommen wir zu einem weiteren Vers. These are all the words in that verse. Die ganzen Wörter in dem Vers. Ist 100% von diesem Vers. Of course there are. Gibt es da noch irgendwelche Worte, die in dem Vers fehlen? Why would they be missing? There wouldn't be a proper verse. So God has given us everything that we need. Gott hat uns da alles gegeben, so this verse is profitable for us, which means it must contain 100% of the blessing or the information that He wants to give to us. So it's 100% correct. Everything's there. But the more we look, we can't find everything that we want, so we say there's only 50% there. Then we're going to go to a different verse. Different verse is going to give the missing 50%, und dieser andere Vers which will help us out. I'll give an example of that. We want to do a study on Sabbath. So this tells you, this verse says, Sabbath is sunset to sunset. Sabbath, dieser Vers sagt, Sabbath geht von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Ist das all die Informationen, die man braucht? Ja, ist es. Aber teilt das uns alles mit über den Sabbat? Nein, tut es nicht. Da gibt es einen anderen Vers, wo es heißt, am Sabbat darfst du nicht arbeiten. Also in diesem Vers, welches 100% über die ganze Information von Sunset ist, aber dann dieser Vers geht es um die Arbeit, wenn man den Sabbat studiert. Dann sagt man, wenn man die zusammenfügt, man kann nicht arbeiten von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Man nennt das Belegtexten. Ich möchte es Gleichnislehre nehmen, denn das ist Vergleichen gegenüberstellen von diesen zwei Versen. Das ist eine Perspektive von der Gleichnislehre. Da gibt es noch eine weitere. Dies gibt dir nur 50% der Information. Und dann gibt es keinen anderen Vers, der dir die 50% geben. Und du kannst sie nirgendwo finden. Also wie macht man das denn? Um zu verstehen, die Information zu lernen, die nicht da ist, muss man die Struktur lernen. Was wir hier gesehen haben, wurde aufgezeigt. Ich weiß nicht, welcher Geistesweisung-Zitat es war, aber es war eine von denen hier. Wenn es jemand weiß, kann man es rausrufen. Was ich genommen habe, war, dass ich diese Passage genommen habe und ich habe es nicht so ausgelegt, wie man es in der Grammatik machen würde. Aber was ich gemacht habe hier ist, dass ich eine Struktur aufgezeigt habe. Ich habe nämlich Solomo, Christus und dann Einführung des Evangeliums und dann dieses Zeitalter. So haben wir es aufgeschrieben, so wie sie es gemacht hat. Sie hätte es in jeglicher Art und Weise aufschreiben können. Sie hätte zum Beispiel erst Christus machen
She could have done the introduction to this age. So there's many ways she could have done it. But if you see, it's actually in chronological order. Solomon comes first, this age comes last, and here you are, Christ and the introduction of the gospel, which are really the same time period. So it's done in chronological order. But when you do this in this chronological order, you see some nice structure or pattern. It starts with someone who's bad, and he's going to give the gospel, isn't he? We know he's going to give the gospel because what does he do? At the beginning of his reign, the Bible says he makes affinity with, die Bibel sagt, you know, Egypt. Egypt is a symbol of the world. So he's going to make an alliance, he's going to have interaction with Egypt. In fact, he wants to take over Egypt. How does he take over Egypt? What's his way of doing it? He marries Pharaoh's daughter. So marrying Pharaoh's daughter means he's going to take control essentially of Egypt. He's going to start bartering with them, start negotiating with them, start do business deals with them. So he wants to take control. And in fact, he takes control of many of the countries through commerce. So this is the story of evangelism. It's the gospel that's being given. We know that Christ is the story of the gospel, and this is also the story of the gospel. So this too is the gospel. I'll put it in parentheses because often we speak about the gospel as being a New Testament phenomenon, not an Old Testament phenomenon. Weil wir sagen oft, das Evangelium ist das Neue Testament. Down here, that one here. Also wir würden so that's the one we're dealing with. Thank you. 18. Januar 1906 What I want to point out is that there's a structure here. When you see the structure, you can pick up missing information. That's what I wanted us to see. Und wenn man eine Struktur hat, sieht man, bekommt man Informationen, die vorher nicht da waren. Also ich habe euch ja gesagt, dass das ein Chiasmus ist. So a chiasm, if that seems too complicated to you, I want to use a substitute word, which is a mirror. Würde ich sagen, hier, dass es ein Spiegel and I'm not sure what you call them here. Ich wüsste nicht, wie man das hier nennen würde. I call it a balance. Ich würde es auch vielleicht eine Waage nennen. If you go to children's wenn man zu Kinderspielplätzen geht, they call it a seesaw. I don't know what you call it. Da hat man diese Wippen. And all that looks like und das alles sieht aus. Basically that. Es sieht alles so ungefähr so aus. It's just a beam with a fulcrum or pivot point, and you can balance it out. So this could be a scale or a seesaw. It's a mirror because what's on this side is the same as this side, or a chiasm. In other studies. Ja, man sieht halt auf der einen Seite ist auf der anderen Seite. You make a mark on one end, you fold it in half, crease it, squash it, and you open it up. And whatever you painted on this side will get mirrored over to this side. Man hat auch ein Papier und man kann auf eine Seite was draufmalen, dann tut man das falten und dann öffnet man es wieder und dann sieht man, was man auf der einen Seite gemalt hat, ist auch auf der anderen. Und das ist, was eigentlich ein Chiasmus ist oder ein Spiegel oder ist auch eine Wippe oder eine Waage. Das ist die Struktur, die ich möchte, dass wir sehen. Wir möchten Balance haben. Wir möchten Gleichheit haben auf beiden Seiten. Wenn man das tut und wir das hier einfach nur sehen, dann haben wir unseren Bibelvers. Das ist 1,1. Kapitel 1, Vers 1. Und in diesem Vers gab es uns 3 Informationsstücke. It would have said, Solomon was bad. Zum Beispiel, Solomon war schlecht. Christ was good. Christus war gut. The gospel started off good. Das Evangelium hat gut angefangen, aber heute, wie sieht es heute denn aus? It doesn't give that es hat uns diese Information nicht gegeben. Solomon was bad. Es sagt uns Christ einfach was nur, good. The gospel started off good, and now we need to give the gospel. Das and the question we would ask ourselves is, when the gospel is going to be given today, are we going to have problems? Wenn das Evangelium heute gegeben wird, geht das alles gut oder haben wir Probleme? Und der Bibelvers wird uns das nicht, die Information nicht geben. Man kann zu keinem anderen Bibelvers geben, der uns sagt, das Evangelium wird uns schlecht weitergegeben.
wer wissen wir dann, wie es am Ende ist? Denn da gibt es keine Worte in der Passage, die dir helfen werden. Die einzigste Art und Weise, wie du es wissen kannst, ist durch eine Struktur oder durch ein Muster. Also das hier wird zum Symbol einer Struktur oder eines Musters. So here, also hier it's bad ist es schlecht and good. Und gut. And if we're going to balance this out, this would be good. Und wenn wir das ausbalancieren, dann wäre das hier gut. Und hier wissen wir nicht, was wir erwarten sollen, weil da gibt es keine Worte, die uns darüber lehren. Was wird die Antwort? Was wäre denn die Antwort? Es ist offensichtlich, dass es eigentlich schlecht sein würde. Wenn wir anfangen, mit der Inspiration, mit der Weisung umzugehen, eine Geschichte, ein Vers, mag nicht alle Informationen beinhalten, die wir brauchen. Vielleicht nur die Hälfte. Die Art und Weise, wie wir trainiert worden ist, dass wir zu einem anderen Vers gehen und dass wir dort die ganzen fehlenden Informationen finden. Aber eine andere Art und Weise ist, dass wir die Idee oder die Struktur benutzen. Und das wird ein wichtiges Werkzeug, um die Bibel zu enkodieren. Man kann dies auf dem Vers, Kapitel oder Buchebene benutzen. Man kann das so auf einer höheren oder tieferen Ebene benutzen. Und ich denke, wir haben am Sabbat darüber gesprochen. Einer der Schlüsselpunkte, die man verstehen muss, ist das Konzept, dass man verschiedene Ebenen hat. Wenn man eine Wahrheit hat, dann kann es auf 3 Ebenen angewandt werden. Das Individuelle, die Gemeinde und die Welt. Wenn es eine wahre Botschaft ist, ein wahres Prinzip, eine wahre Idee, dann muss es von dem Individuellen bis zu der Welt und dann wieder runter zur individuellen Gemeinde und runter auf jeder Ebene anwenden. Wenn man das nicht tun kann, dann ist es kein gültiges Prinzip oder Test, wenn wir über prophetische Dinge sprechen. Ich habe all das getan, weil ich einen Punkt über die Gleichnisse machen wollte. Wenn man zu Daniel 2 gehen würde, ich denke, ich kann hier eigentlich ziemlich... I think it's fair to say, I'll be 100% correct on this, that you will never have heard a presentation on Daniel 2. Ich denke, dass man nie eine Präsentation über Daniel 2 hören würde, wo man sieht, dass es nur, dass Daniel 2 als Gleichnis ausgelegt wird. Und wenn, dann nur als diese sehr einsichtige Art und Weise. Wenn man nämlich den Kopf sieht und dann sagt, es ist Babylon, dann ist es natürlich geistlich, es ist ein Gleichnis. Viele Leute, weil das eine Einführung zur Prophezeiung ist, gibt Gott nicht so viele Symbole. Er gibt dir 2 Symbole, nämlich den Gold und dass es der Kopf ist, um zu verstehen, dass das Babylon ist. Also er gibt 2 natürliche Dinge, um ein geistliches zu sehen. The body part and the material, and what those 2 symbols will teach us about Babylon. Because often we just say it's Babylon, head of gold, and we just move on. We don't actually consider that Babylon is a head and what a head would symbolize, and Babylon is gold and what gold would symbolize. Nicht, was eigentlich ein Kopf darstellt und was das über Babylon aussagt und was Gold ist. Wir betrachten es jetzt nicht. Alles, was ich wollte, dass wir sehen, weil wir darüber gesprochen haben, here's our balance, hier ist unsere Balance, and on this side, und auf dieser Seite haben wir eine Statue. Und wenn man eine Statue auf der einen Seite hat, dann muss man das ja ausbalancieren. Und mit was tun wir das? Was balancieren wir aus auf der anderen Seite? Da gibt es keine andere Statue in der Passage. So I'm going to call this a kingdom. Also ich werde das ein Königreich nennen.
So if you're going to get a kingdom on this side, what do you have to have on this side? Also wenn man ein Königreich auf dieser Seite hat, was muss man dann auf dieser Seite haben? So you're going to balance it out. So you've got Also kingdom man and a muss kingdom. das ausbalancieren. So Wir what haben you're ein going to do is you're Königreich going und to ein look at the imagery Königreich. of what's going Also on here. wir werden uns das Bild hier betrachten, was hier vor sich geht. This kingdom Und dieses Königreich is kingdom of Satan. ist das Königreich von Satan. And what we're going to do is we have to start comparing and Und was wir contrasting, jetzt anfangen which throws zu people tun out müssen, ist, sometimes. dass wir So vergleichen this is the und gegenüberstellen kingdom of müssen. Und das Satan, ist, wo manche Leute and this would be the kingdom of God. wir vielleicht verlieren. Das ist They're das both the Königreich same von kingdom, by Satan the way, und das ist das because Königreich just von go Gott. over here. Und wenn man Satan is betrachtet, the king of the north. ist eigentlich das gleiche Königreich, So denn Satan sowohl hier ist es oder Gott ist ein Königreich des Nordens. So you'd have to find a symbol Also man muss ein God's kingdom. Symbol für Symbol of Gottes God's kingdom in this Königreich story finden. In der Geschichte ist es der mountain. Berg. So you've got a mountain and you've got a statue. Wir haben einen Both Berg und eine Statue symbols und beides of sind kingdoms. One is the Symbole kingdom von of God and one is the Königreichen. kingdom of Satan. Eine von dem So Königreich this Gottes is und der where andere von Königreich Adventists von begin to Satan. struggle. Und das ist, wo die Adventisten anfangen, jetzt Where hier is this kingdom located? Probleme zu haben oder zu kämpfen. Wo ist denn das Königreich von Satan? On earth, yeah? Auf der Erde. Question. So this one's on earth. Also dies ist auf der Erde. Now, the passage does not tell you Die Passage sagt uns nicht, where this kingdom is located. wo dieses Königreich sich befindet. It's missing information. Das ist eine It tells you it's there, but it doesn't tell Information, you die wir where the nicht kingdom is bekommen located. haben. So we know where this one's Wir located. How wissen, do wo we know? dieses ist. Woher So if you wissen go wir to the das? verse, Und Daniel wenn wir says to zum Vers Nebuchadnezzar gehen, what? sagt Daniel zu dem Nebuchadnezzar, Thou was? Du art this head bist of das, gold. der So Kopf a aus head is Gold. what? A head is the Ein Kopf leader. ist was? Ein Leiter. So the leader Der Leiter, or the premier Person, premier kingdom das primäre of this Königreich statue dieser is located Statue here on earth. ist auf So we dieser know it's an Erde earthly kingdom. lokalisiert. Also If the head wissen is wir, on dass es earth, irdisches Königreich ist. It's Wenn not going to der start directing Kopf, things over that are in heaven that he auf, can't have control over. So if he's on earth, also wenn everything beneath him that he's controlling, der Kopf auf der Erde ist, dann muss alles, was unter ihm kommt, Medien, Persien, Griechen, Rom und so weiter, muss auch auf der Erde sein. Dictating that because it's the head. Babylon kontrolliert all das, weil es der Kopf ist. All das muss auf der Erde stattfinden, das ganze System. Ich hoffe, wir sind damit so einverstanden. Wir wissen das auch, denn wenn man zu Daniel 2 geht, sagt es uns das eigentlich. Wenn jemand den Vers vor mir finden kann. Can find the verse? How do you know it's on earth? Woher wissen wir, dass es auf der Erde ist? It's Nebuchadnezzar. Als erstes ist Nebukadnezar, ist einfach. Which verse are we in? Welchen Vers? 39. Verse 39. Vers Last part of the verse. Der letzte Teil des Verses. And another third kingdom of brass, Und which shall ein bear rule drittes over Königreich all the earth. von It just tells you it's on the earth. der Eisen, So if this welches is on über die the ganze, earth, Entschuldigung, von Bronze, We want to welches ask, die where ganze is this Erde mountain regieren located? wird. Because it doesn't Also tell you sehen where the wir mountain is located. It die just Erde says hier. that Daniel, Also, wo ist dieser Daniel Berg? tells Nebuchadnezzar that he sees this mountain. Daniel sagt Every einfach Adventist that you're Nebukadnezar ever nur, going to meet, dass es especially all the dieser Berg evangelists, gibt, all these aber nicht people wo. who do prophecy Und diese seminars, ganzen Revelation Daniel Evangelisten, diese seminars, Adventisten, who claim to die be die all experts on it, and I don't say that in a derogatory way, they're all going to tell you sagen, sie sind that Experten in this Daniel mountain und is sie in sagen, heaven. dass dieser Himmel, The reason they're going to tell you it's in dieser Berg im without Himmel ist. any Und der proof Grund, for warum that sie das sagen, ohne dass sie irgendwelche Beweise haben, dass ein Stein daraus kommt, dass dieser Stein, der da rauskommt, wird die Statue zerstören wird. Und jeder weiß, dass diese Statue so mächtig ist, dass ein paar Leute aus der Gemeinde das nicht zerstören könnte. Also, dann denken sie, dass es Christus sein müsste. Und wenn ihr eine Studierbibel habt und hier dieses Bild habt, dann seht ihr, dass es dieser Stein, der rauskommt, ist Christus. So tun sie es darstellen. Der Grund, warum sie dazu gezwungen sind, diese Schlussfolgerung zu haben, ist, weil sie eine falsche Methode haben. Alles basierend auf Annahmen. Alles basierend auf der Fakt, wie diese Zerstörung dieses Königreichs ausschaut. In unserer Bewegung
would we call that? What type of a conflict would we call that? Wie würden wir das nennen? Wie würden wir diesen Konflikt nennen? I use the word conflict to sort of take you off the scent. I want to call it war. What kind of a war do we call that? Wie würden wir diesen Krieg nennen? Die Adventisten, wie tun sie das nennen? Einen heißen Krieg. If you go to any pictures, wenn man zu jeglichen any series, they'll all give you this idea that this is some kind of hot war, some destruction of empires, some kingdoms. So there's this hot war, which is going around and literally destroying things. Because we have this inbuilt into our psyche, we know that the destruction of these kingdoms by Christ has to be something that's hot, physical, destruction, death, carnage. And the only people that could ever do that are not a couple of Seventh-day Adventists with their Bibles in their hands. And they're going to be able to achieve that. And so it has to be Christ. If it's Christ that's cut out of the stone, the mountain has to be Berg herausgeschnitten wird und somit muss der Berg im Himmel sein. Und dann nimmt man ein paar Bibelverse, die zeigen, dass es einen Berg im Himmel gibt. Aber wenn man die Gleichnislehre benutzt, dann, wenn man das hier ausbalancieren möchte, was ist dann sehr einfach zu sehen, dass das hier auf Erde ist, dann muss auch das hier auf der Erde sein. Und es ist unsere Unfähigkeit, Gleichnislehre zu benutzen, dass wir auf falsche Schlussfolgerungen kommen. Und es fängt alles in Daniel 2 an. Und wenn man hier in Daniel 2 einen Fehler macht und nicht versteht, was dieser Berg ist, dann ist man dazu verdammt, von Daniel 3 bis zu der Offenbarung, alles, was man sieht, ist falsch. Und das, was man denkt, dass man versteht. Und es ist noch schlimmer, was im Buch in der Offenbarung ist, denn das ganze Neue Testament wird falsch verstanden. Wenn man in Wiederholung und Erweiterung glaubt, Ellen White sagt, dass wir immer und immer wieder, dass wir den gleichen Fehler wie die jüdische Nation machen. Und was erwarten die jüdische Nation tun? Einen heißen Krieg. Und was sagt Christus? Das Königreich ist in dir, es kann nicht gesehen werden. Und das ist genau die gleiche Thematik über Probleme, was wir in dieser Thematik haben. Wir suchen nach Dingen in externen die nicht erfüllt werden würden, wenn wir die Gleichnislehre richtig verstehen. Alle Dinge, die wir betrachten wie Dispensationalismus oder wenn wir jegliche prophetische Thematik, die wir betrachten, 1989, 9/11, 2014, 2019, und es sei denn, man weiß, wie Gleichnisse arbeiten oder es sei denn, man tut in seiner Ganzheit sehen, wird man irgendwann stolpern und Fehler machen. Irgendwann auf dem Weg. Wenn ich das zusammenfassen kann, das Problem mit der Gemeinde ist, dass sie eine sehr eingeschränkte Perspektive haben, was Gleichnisse sind und dass sie es nur auf einer moralischen Ebene betrachten. Wenn wir dann über die Bibelverse nachdenken, ist auf einer Ebene gibt es da alle Informationen, die wir brauchen. Auf einer anderen Ebene ist, dass es da Dinge auch noch fehlen. Und die Adventisten denken, dass wir das alles in einem anderen Bibelvers dann finden müssen. Und sie nennen das dann, so sagt der Herr. Wir wollen jetzt aber nicht über die Gemeinde sprechen, sondern über unsere Bewegung. Und die Bewegung verlassen haben, sind so fixiert auf dieses Prinzip, dass wenn Gott es nicht gesagt hat, dann kann man es nicht glauben. Und sie nehmen diese Idee, dieses Konzept, und wenn es dann zu dieser Thematik, zu der Gleichheit kommt, dann lassen sie es einfließen. Wo kommt denn dieses Wort her, dieses Gleichheit? Gleich. Das kurze Wort ist gleich. Und ein weiteres Synonym ist, wenn man eine der Worte hier benutzt, ist balanciert. Wenn man eine Frau auf dieser Seite malt, dann muss es
ein Mann sein. Also das ganze Idee über die Gleichheit gegeben wird, ist in der Mitternachtsrufbotschaft, ist basiert alles auf Gleichnislehre, auf Chiasm, auf Spiegeln, auf Wagen. Und wenn jetzt Leute anfangen, Männer und Frauen gleich zu behandeln und Leute sagen, dass wir keine Grundlage dafür haben, weil wir kein So sagt der Herr haben, ist, dass sie das ganze Prinzip zerstören. Nicht nur dieses Prinzip hier, nicht dieses Prinzip hier, sondern das ganze Prinzip von der Gleichnislehre. Wenn man nur focused definition of parables, which is really about natural and spiritual. Weil sie nur eine sehr eingeschränkte Art und Weise der Gleichnislehre haben, von natürlich und geistlich, aber nicht das ganze Bild. Wir müssen anfangen, die ganze Struktur zu beschreiben. Und wir können nicht nur das betrachten, wo sie sagen, so sagt der Herr. Man kann die missenden oder 50% nicht finden, indem man nur die Worte betrachtet. Und das ist, weil fundamental da eine so große Sichtung gibt, sondern die Sünder in Zion sind weggegangen und diejenigen, die Leute weggegangen sind, gehen über das einfache Problem, dass sie nicht willig sind, Gleichnislehre in ihrer Ganzheit anzunehmen. Und ich habe gerade ein Beispiel auf einer einfachen Art und Weise gegeben, wie Gleichnisse funktionieren sollten, wenn man Vergleichen und Gegenüberstellt anwendet. Und wenn man dann jetzt etwas falsch versteht, dann versteht man alles falsch. Was passiert mit diesem Stein? Es wird herausgeschnitten. Wenn ich etwas herausgeschnitten, was muss ich dann hier machen? Dann muss auch hier etwas herausgeschnitten werden. Und das ist, warum diese Methode nicht nur so kraftvoll ist oder mächtig ist, sondern auch so kritisch für uns zu verstehen ist. Dass wenn man die Passage betrachtet, dann ist es nicht einfach zu sehen, dass da irgendwas aus dieser Statue ausgeschnitten wird. Man kann es einfach in der Schrift nicht sehen. Aber so wie das Gleichnis lehrt, da sollen wir verborgene Schätze suchen. Es ist da, dass man es herausheben soll, aber es wird nicht in den Worten findbar sein. Es ist da, obwohl wir es nicht sehen können. Wenn man das weiß, ist es deine Aufgabe, danach zu suchen, wenn man weiß, da ist was. Alles, was ich hier tun müsste, ich denke, ihr werdet alle miteinander übereinstimmen, ist, dass dieser Kopf hier Babylon ist. Wenn man zur Offenbarung 17, Vers 5 geht, gibt es die Frau, die auf diesem Tier mit 7 Köpfen ist. Das sieht man auch hier. Die Milleriten haben das päpstliche Rum genannt. Das ist auch okay so. Aber was ist denn auf ihrer Stirn? Offenbarung 17, Vers 5, Geheimnis Babylon, die Mutter von Huren. Das heißt, hier handelt es um die päpstliche Kirche, ja, die Füße. Und wie nennt die Bibel sie? Babylon. Also diese ganze Statue vom Kopf bis zum Fuß ist Babylon. In einer anderen Weise. Wir haben hier erst das buchstäbliche Babylon und dann das Geheimnis Babylon. Die ganze Statue von Anfang bis Ende ist das Symbol von Babylon. Man kann das in verschiedenen Arten und Weisen beweisen. In Offenbarung 18, Vers 4, wir haben das bereits schon gelesen. Wir haben das bereits schon zitiert. Da heißt es, kommt aus ihr heraus. Wer ist sie? Babylon. Also mein Volk kommt aus Babylon. Was erwarten wir, dass wir in Babylon sehen? Gottes Volk. Wenn man das Konzept und es zurück auf Daniel anwendet, wenn das ein Bild ist oder ein Modell von Babylon, was würde man erwarten zu sehen? Gottes Volk sollte aus diesem System herauskommen. Wir sehen, dass hier etwas herausgeschnitten wird. Also wir haben dieses Modell hier bereits schon, weil Offenbarung 2 es uns sagt. Aber ich sage, man muss es bereits in Daniel Kapitel 2 sehen. Und man kann das, wenn man die Symbolik korrekt betrachtet. Und das ist, weil es so wichtig wird,
dass man versteht, wie Gleichnislehre funktioniert. Das ist eine einfache Übung, dass wo wir unsere Gemeinde sogar aufzeigen können. Wir kommen jetzt zu diesem Ort, wo Leute, die in unserer Bewegung sind, in unserer Botschaft waren, dass dieses Modell nicht mehr länger daran glauben. Sie glauben nicht mehr in die Methode. Ich weiß nicht mehr, über was sie jetzt glauben. Erster Punkt, sie sehen nicht, dass es da vielleicht nur 50% in den Worten sind. Und 50% nicht in anderen Wörtern, sondern in der Struktur. Was ich mit Struktur meine, ist das Muster. Das heißt, wenn man ein Königreich hat und dieses Königreich ist auf der Erde, dann muss auch dieses auf der Erde sein. Beides sind Stellvertreter. Also wir müssten wissen, was dieses Königreich auf der Erde ist. Und es ist einfach, dies zu verstehen, denn es ist Gottes Gemeinde hier auf der Erde. Wenn es so gut wäre, dann müsste man nichts daraus herausschneiden. Dann muss es ein Problem mit dieser Gemeinde geben, denn da gibt es ein Problem mit diesem System. Was ist das Problem mit Babylon? Da gibt es ein Problem. Gibt es ein Problem mit Gottes Gemeinde auf dieser Erde? Ja, sie sind Laodicea. Und da gibt es etwas, dass es da ein Volk aus diesem Gemeindesystem herausgeschnitten wird. Und das Gleiche passiert auch bei Babylon. Ich sage es jetzt schon, aber ich werde es später noch mehr entwickeln, den Gedanken. Was schneidet denn das Volk aus Babylon heraus? Es ist eine Botschaft. Es heißt ja, kommt heraus, mein Volk. Warum sagen wir dem Volk nicht bereits schon vorher, kommt heraus? Warum kommen sie nicht vorher heraus? Warum tun wir ihnen nur jetzt heraus sagen, kommt heraus? Es heißt ja nicht, You come out now. Es heißt hier in Offenbarung 18, Vers 4, kommt aus ihr heraus jetzt. Und was ist damit verbunden mit diesem Prinzip Zeit? Denn man sagt jetzt. Und was ist dieses Jetzt? Wir nennen es das Sonntagsgesetz. Wir nennen das Sonntagsgesetz Problem. Was ich möchte, dass wir sehen, dass es mit Zeit verbunden ist. Also das, was die Leute herausschneidet, ist das Thema von der Zeit. Wenn Zeit dieses Volk herausschneidet, dann wird was wird dieses Volk herausschneiden? Auch das Thema Zeit. Das ist, weil das Magazin, das als erstes in die Bewegung produziert wurde, Zeit des Endes genannt. Zeit des Endes. Das heißt, was dieses Volk herausschneiden wird, ist wieder Zeit. Denn da gibt es ein Problem mit der laodiceanischen Gemeinde. Die haben nicht nur ein Problem. Es geht nicht darum, dass sie vielleicht nicht nett sind. Denn wenn man sagt, dass sie nicht nett sind, dann sind wir in den Graben der Moral reingefallen. Wer sind die netten Leute in den Planeten? Sie sind alle anderen und die Adventisten sind die Schlechten. Das ist nicht, weil es laodiceanischer Zustand ist, sondern der laodiceanische Zustand ist die Ablehnung von Zeit. Ich denke, wir werden diesen Gedanken nochmal später entwickeln. Ich will noch einen weiteren Punkt machen. Wir haben zwei Punkte hier über die Gleichnislehre gemacht, dass es zwei Dinge gibt. Einmal, dass es nicht um die Moral ist, sondern prophetisch. Und es geht hier nicht nur um natürlich und geistlich, sondern es ist viele andere Aspekte wie Vergleichen und Gegenüberstellen und noch weitere. Und dann gibt es noch diesen Vers hier, welches ein so sagt der Herr ist. God has spoken. Gott hat gesprochen. And when he speaks, und wenn er spricht, gibt er dir 100% von all der Information. Ja, natürlich gibt er das. Da ist nichts, was fehlt. Aber wenn man tiefer gräbt und wenn man noch mehr lernen will, dann muss man extra Informationen finden. Zwei Orte, wo man da suchen kann. Man geht zu einem weiteren Vers, das ist sehr einfach, aber
increasingly, particularly when we start dealing with zunehmend, vor allem wenn wir mit der Endzeitprophezeiung umgehen. The reason why people have not found this information is because there are no words that locate what's missing. Leute es nicht finden, ist, weil es da Dinge gibt, die fehlen. Und die Art und Weise, wie man sie lokalisieren kann, ist, dass man Strukturen benutzt. Und Gleichnisse benutzt, nämlich einmal hier, wir hatten hier vergleichen und gegenüberstellen. Und was noch? Hier, wir haben Mustern. Natural and spiritual, compare and also wir haben natürlich und geistig vergleichen und gegenüberstellen, Mustern oder Chiasm, Spiegeln oder die Waage. Das sind alles Formen von Gleichnislehre. Man wird vergleichen und gegenüberstellen. Der Grund, warum das so mächtig ist, weil in diesem Modell, wenn es da 4 Informationsstücke gibt, wenn man 3 von denen hat, dann kann man den 4. herausarbeiten, was es ist, weil man weiß, was die Struktur uns lehrt. Man kann verborgene Informationen finden, wenn es da keine Worte gibt. Ich habe ein Beispiel dafür gegeben, das fundamentale Problem, warum die ganze Prophezeiung falsch verstehen, ist Daniel 2. Es beginnt alles hier mit dieser Statue und mit der Statue und diesem Berg. Sie sind beide Königreich, Königreich von Satan und Gott, Königreich von Norden und wieder von Norden. Das hier ist auf der Erde, weil wir wissen, dass Nebukadnezar ist der König auf der Erde. Und wir haben Vers 39 gelesen. Das 3. Königreich wird die ganze Erde regieren. Das ist ja ein irdisches Königreich. Deswegen ist muss auch der Berg ein irdisches Königreich sein. Es sagt das nicht im Vers, aber man tut das raten. Man ratet, wenn man sagt, dieses Königreich im Himmel ist. Es ist einfach nur Spekulation. Es ist einfach, dass man die Verse liest und man kommt dann mit der Schlussfolgerung auf spekulativen Ideen. Und einfach, weil man nur spekuliert, wie es ausschauen würde, wenn die Statue zerstört wird. Das ist Option A. Aber so sieht das eventuell nicht aus. Und wenn man dann glaubt, dass es Modell A ist, wenn man das so glaubt, dann ist man dazu gezwungen, zu sagen, dass es eine übernatürliche Macht ist, die diese Statue zerstört. Und das müsste Christus sein. Und wenn es Christus ist, dann müsste dieser Berg im Himmel sein. Dann ist das nicht basierend auf Prinzipien oder es basiert hier auf spekulativen Gedanken. Adventisten sollten ehrlich genug sein, das zugeben, dass sie es nicht auf Prinzipien oder irgendeiner Methode gegründet ist. Ich gebe hier eine Methode euch, die basiert auf dem inspirierten Wort Gottes basiert. Christus hat es benutzt und immer wieder wurde sie als korrekt bewiesen. Und Christus hat uns diese Methode gegeben. Es ist die Gleichnislehre. Und wir können hier felsenfest beweisen, dass dieser Berg auf der Erde hier ist. Es ist die Gemeinde auf dieser Erde. Und alles, der Rest in dem Kapitel, die ganzen, das Werk, kann man dann verstehen, und zwar korrekt. Alles kann man nahtlos verstehen. Und der Grund ist, warum Satan nicht möchte, dass wir das verstehen, ist, dass wir dann wissen, dass aus dem Adventismus Gott eine Bewegung, eine Botschaft herausschneiden will, die auf einer Thematik basiert, nämlich Zeit. Das ist, warum Leute damit dagegen kämpfen. Zweiter Punkt, wir schließen jetzt ab. Wenn wir diese Verse haben, dann braucht man nicht nur Gleichnisse, um die fehlenden Informationen zu verstehen, sondern man muss auch im Kontext lesen. Und wenn man im Kontext liest, das Wort, was immer und immer wieder aufkommt, ist Anwendung. Wie tun wir diese Verse anwenden? Denn all diese Verse wurden für uns geschrieben, für diejenigen, die am Ende der Welt leben. Aber was bedeutet das für uns? Bedeutet es für uns das Gleiche wie für den ursprünglichen Autor? Und wir haben Beispiele davon, dass diese Frage und die Antwort dazu, dass wir sagen können, nein, das heißt es nicht. Basierend auf 2 Zeugen ist eine Sache etabliert. Und wenn man 2 Zeugen hat, wenn es
das, was es für den ursprünglichen Autor bedeutet, dass es nicht das Gleiche ist, für den anderen, der dahinter kommt, nicht das Gleiche ist. Und wenn man das zweimal sieht, dann wissen wir, dass die Anwendung nicht genauso aussehen würde wie das ursprünglich. Es schaut nicht so aus und es wird immer anders dann ausschauen. Und das ist, warum der große Kampf Seite 343 sagt, nämlich Sätze, die wir nicht benutzen. Wir sagen, die Reformlinien sind identisch und sie sind alle gleich. Aber sie sagt, sie haben eine große Ähnlichkeit, denn sie muss technisch gesehen akkurat zeigen, dass das Ende ähnlich wie der Anfang ist, aber nicht das Gleiche. Und es war noch nie das Gleiche und es wird nie das Gleiche sein. Da wird es immer Unterschiede zwischen Anfang und das Ende geben. Und wir sind nicht willig, das zu akzeptieren, denn wir wissen nicht, wie Verse man richtig liest. Und wir wissen nicht, was es bedeutet, wenn es sagt, wir wissen nicht genau, was es heißt, so sagt der Herr. Wenn wir auf einen Vers kommen, da gibt es fehlende Informationen, die wir nur durch Strukturen und Muster herausfinden können, die eigentlich Gleichnislehre sind. Noch dazu, wenn wir die Passage nehmen und sie auf uns anwenden, dann ist es eine Anwendung. Wenn wir das jetzt moralisch machen, dann ist es einfach. Stehlen im Alten Testament. Was ist es im Neuen Testament? Es stehlen. Was ist es in diesem Zeitalter, in unserem Zeitalter, am Ende der Welt? Es ist auch Stehlen. Stehlen ist immer Stehlen. Es hat sich nie geändert. Wenn man einen Stift damals gestohlen hat und heute ist immer das Gleiche. Da gibt es keine Änderung. Also wenn wir anfangen über ein so sagt der Herr sprechen und Leute sagen, wir müssen das benutzen, dann wissen wir, was sie sagen, kodiert, dass sie sagen, dass sie Moralisten sind, dass sie immer nur auf das Moralische glauben. Wenn sie sagen, wir können, so sagt der Herr, nicht ändern, dann nimmt sie die Inspiration oder betrachten wir die Inspiration auf einer moralen Ebene. Und wir sollen lernen, oder wir wissen, dass wir auf einer prophetischen Ebene funktionieren sollen. Und wir haben diesen prophetischen Test und wir wissen, dass Leute dann von diesem Pfad in die böse Welt runterfallen. Und das ist, worum es in der letzten Sichtung ging. Und es ist sehr schlimm. Es ist noch verhärteter, wie es je zuvor war. Wir kämpfen mit uns selbst, obwohl wir eigentlich mit der Welt kämpfen sollten. Diejenigen, die über dieses, so sagt der Herr, argumentieren, gehen an die Inspiration in einer moralischen Ebene ran. Denn was auch immer dieses 2000 Jahre oder 100 Jahre zuvor gesagt hatte, dann wird es heute das Gleiche sagen. Das ist eine prophetische Ebene. Auf einer prophetischen Ebene wird es nie das Gleiche sein. Wir wissen das, wenn wir nicht zu den Schriften von Paulus gehen. Jedes Mal, wenn er eine Passage aus dem Alten Testament nimmt, wird er immer es ein bisschen verdrehen. Und zwar so, dass es für ihn passt. Und zwar, er ist Ephesus, er ist Gottes Bewegung. Er nimmt diese Passagen aus dem Alten Testament und er wird sie verändern, um die Notwendigkeiten seiner Dispensation des Neuen Testaments der Gemeinde von Ephesus, dass diese dem gemäß sind. Also wenn wir über ein so sagt der Herr benutzen und Menschen sagen, wir haben aufgehört, einen so sagt der Herr zu benutzen und sagen, wir haben jetzt Dinge erfunden, tun sie zwei Dinge attackieren, nämlich die Gleichnislehre, welche Strukturen sind. Und der zweite Grund ist, das Ende wird immer anders ausschauen wie der Anfang. Und das ist das Thema der Anwendung. Wenn man eine Anwendung tätigt, wird es nie wie das ursprüngliche aussehen. Und das 100%, wenn man die Dinge prophetisch
anschaut. Wenn man die Dinge moralisch anschaut, dann werden sie immer das Gleiche ausschauen. Wenn man sie prophetisch anschaut, werden sie nie immer 100% das Gleiche aussehen. Das wird jetzt täuschend, weil sie werden sagen, wir glauben nicht in die Moral, wir glauben die Dinge prophetisch. Aber wenn man von der Prophezie zur Moral geht, was wir beobachten können, was sie tun, ist, dass das Wort nicht auf einer moralischen Ebene genommen wird. Was sie wollen, ist eine buchstäbliche, sie wollen das, so sagt der Herr, buchstäblich lesen wollen. Also anstatt dass sie sagen, es ist moralisch, von moralisch sind sie einfach zum Buchstäblichen gegangen, sondern sie wollen einfach das Wort buchstäblich sehen. Und das Gegenteil davon ist eigentlich geistlich. Wenn Menschen Dinge buchstäblich sehen, dann weiß man durch Definition, dass sie Dinge falsch machen. Sie tun Dinge auf einer moralischen Ebene anwenden. Und wenn man das tut, dann tut man nicht länger für verborgene Schätze graben. Wenn man irgendwas auf der moralischen Ebene betrachtet, wer sind die Experten auf der Moral? Wenn man dieses Gleichnis betrachtet. Es ist eigentlich die Welt. Die Welt sind die Experten, die an die gegenüber der Moral. Wenn man moralische Dinge, wenn man die Dinge moralisch betrachtet, dann ist man eigentlich in die Welt gegangen. Und Paulus macht das. Sagt das die ganze Zeit. Die Leute, die diese Bewegung verlassen, sie fangen an, die Dinge moralisch zu sehen, buchstäblich zu sehen, so sagt der Herr zu sehen. Und diese sind in die Welt sozusagen gegangen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du für deine Güte und deine Gnade, Herr, helfe uns, das Thema der Dispensationalismus zu verstehen und wie Gleichnisse ein wichtiger Teil unserer Methode geworden ist und dass wir die Dispensation korrekt verstehen. Sei mit uns, lehre uns und segne uns. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen.